Ihr habt es euch gewünscht, heute im Video der Puma Future Set 3.1. Zusammen mit Sport 2000 teste ich die 79 € Takedown-Variante des Fußballschuhs von Neymar Jr. Servus Leute, was geht? Willkommen zurück auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1 und heute gibt es ein neues Review und zwar zum Puma Future Set 3.1, sprich zur Takedown-Variante vom brandneuen Neymar Fußballschuh. Bevor es gleich zu der Performance und zu den Key Facts dieses Puma Future Set 3.1 gehen soll, jetzt natürlich spielt erstmal die Optik eine Rolle. Wir schauen uns den Fußballschuh erstmal im Unboxing an. Hier haben wir also das 79 € Modell und was natürlich optisch direkt mal auffällt, dass es gar nicht so krass auffällt, dass es ein Takedown-Modell ist, muss man auf jeden Fall sagen. Es gibt einige Unterschiede, aber auf den ersten Blick muss ich sagen, sieht man nicht, dass es sich hier um den 3.1 handelt, sprich das dritte Takedown-Modell. Wir haben hier auch wieder den Future-Block. Was man aber schon mal sieht, hier ist es quasi so eine extra Schicht nochmal drauf. Ich denke, man kann es hier ganz gut erkennen. Sieht aber dennoch sehr, sehr cool aus, genauso wie hier das Fusion Fit Plus, allerdings als abgespeckte Variante. Nur hier im Mittelfußbereich, ihr seht es, hier wird es dann schon versiegelt und auch hier unten haben wir es nicht mehr. Beim Topmodell geht es ja bis hier runter. Gleich wie beim Topmodell ist diese Striche hier, auch hier vorne. Es gibt kein Grip Control Pro, kann man hier glaube ich auch ganz gut erkennen. Stattdessen ist hier eine sehr, sehr gute Gripstruktur auf jeden Fall, muss ich sagen, für ein Takedown-Modell gefällt das mir sehr gut. Hier hinten natürlich auch nochmal den Puma-Block und auch die asymmetrische Außensohle sieht sehr, sehr ähnlich aus, muss man ehrlich sagen. Fazit zur Optik. Ich muss sagen, für ein Takedown-Modell finde ich es extrem gut. Von mir gibt es 8 von 10 Punkten. Man sieht keinen großen Unterschied zum Top-Schuh. Wie gesagt, da wird es noch ein Boot-Battle geben. Ihr könnt natürlich jetzt schon mal eure Meinung dazu dalassen. Wie viele Punkte gebt denn ihr diesem Takedown-Modell von der Optik? Normalerweise steht hier auch noch Grip Control Pro. Aber wie gesagt, das gibt es hier nicht. Fusion Fit, kein Fusion Fit Plus. Auch die Socke ist hier ein bisschen unterschiedlich. Generell der Schuh aber angenehm weich, kommen wir gleich noch dazu. Jetzt nicht so krass weich natürlich wie das Top-Modell, aber wir sind ja immer, wie gesagt, bei einem Takedown-Modell, das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Deshalb lasst mal eure Meinung hierzu in den Kommentaren da. Im Unboxing haben wir es gerade schon ein bisschen angedeutet, welche Unterschiede jetzt dieser Fußballschuh hat. Zwar nennt sich das hier auch Fusion Fit Plus, aber wie gesagt ist das eher so eine kleine abgespeckte Variante, sprich nur im Mittelfußbereich und nicht um den ganzen Fuß herum, wie beispielsweise beim Future 1.1 und natürlich auch kein Grip Control Pro. Dafür ist hier eine sehr, sehr gute Gripstruktur, zumindest auf den ersten Blick. Generell der Fußballschuh wirkt weich, angenehm am Fuß, deshalb bin ich mal gespannt, was in der Kategorie des Ballgefühls und des Touchs dieser Fußballschuh tatsächlich liefern kann. Theorie hin oder her, wie liefert dieser Fußballschuh jetzt auf dem Platz ab? Hier auf jeden Fall direkt mal mein Fazit zur Ballkontrolle und ich muss sagen, hier war ich tatsächlich sehr positiv überrascht vom Fußballschuh. Das Ballgefühl ist immer noch sehr direkt, das Puma-Material wird nach einer Phase angenehm weich. Wir haben hier auch so eine Gripstruktur, wie gesagt, auf der Oberfläche. Das hilft natürlich auch, den Ball zu verarbeiten. Ich war am Anfang natürlich ein bisschen skeptisch. Bei Takedown-Modellen ist es meistens bei mir immer der Fall, weil ich ja hauptsächlich Top-Varianten spiele. Aber dieser hier kriegt hier sogar ein gutes Ergebnis in der Ballverarbeitung, was sehr, sehr gut ist für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich ist das Top-Modell hier nochmal etwas besser. Da wird es aber nochmal ein separates Video geben zum Boot-Battle. Nichtsdestotrotz im Ballgefühl auf jeden Fall ein überraschend gutes Ergebnis.
Weiter geht's zum Thema Komfort und auch Passform im Future Set 3.1. Was natürlich auffällt, wir haben hier natürlich auch das Fusion Fit Plus, zumindest hier am Mittelfußbereich. Was aber anders ist im Vergleich zum Topmodell ist, dass das Fusion Fit nicht über den gesamten Mittelfuß bis zur Sohle geht, sondern quasi hier eine kleine abgespeckte Variante bekommen hat. Sprich nur hier im Mittelfußbereich und nicht um den ganzen Mittelfuß herum. Funktioniert trotzdem angenehm gut, sprich das Obermaterial ist natürlich dehnbar, man kommt gut in den Schuh rein, hat auch einen sehr angenehmen Touch innerhalb des Fußballschuhs, sprich man rutscht nicht, hat genügend Platz und es passt sich auch gut an. Aber hier ist natürlich der Vergleich zum Topmodell da, wo das Fusion Fit über die gesamte Fläche vorhanden ist. Da funktioniert es nochmal deutlich besser, weil es einfach mehr Spielraum hat, sich an deinen Fuß anzupassen und auch die Performance quasi zu bringen. Nichtsdestotrotz gibt es hier ein gutes Ergebnis, wenn es hier auch einen Unterschied zum Topschuh gibt. Kommen wir zu einem kleinen Fazit zum Puma Future Set 3.1, dem 79-Euro-Modell des Puma Futures. Man muss sagen, Top-Schuh kostet 199 €, haben wir hier auf jeden Fall einen großen Preisunterschied. Es wird tatsächlich auch ein Boot Battle geben, wo wir die beiden Schuhe nochmal direkt vergleichen, um zu gucken, ja, es ist tatsächlich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als beim Top-Modell. Deshalb möchte ich nicht so viel vorwegnehmen, aber jetzt mal ein Fazit zu diesem Schuh. Ich muss sagen, definitiv eine positive Überraschung, anders kann man es tatsächlich nicht sagen. Wir haben hier 3.1, muss man sich immer wieder im Kopf vergegenwärtigen. Bin bei Takedown-Schuhen meistens sehr kritisch, aber dieser hat mich ein besseres belehrt, kann man nicht anders sagen. Das Ballgefühl ist angenehm, klar, gibt es Unterschied zum Topmodell, wie gesagt, das wird es natürlich dann im Review geben. Der Komfort macht auf jeden Fall eine angenehme Figur, der Schuh an sich definitiv eine solide Figur und für das Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es definitiv ein gutes Ergebnis. Da hat Puma einen sehr guten Job gemacht, kann man nicht anders sagen. Und dann im Boot Battle, das wird dann auch nächste Woche mit online kommen, erfährt ihr natürlich auch, welcher von den beiden Fußballschuhen in welcher Kategorie tatsächlich die Nase vorn hat. Da gibt es nochmal den direkten Vergleich, also da unbedingt nochmal einschalten. Das war es auch schon wieder zum Puma Future Set 3.1. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Fußballschuh sagt. Lasst definitiv mal Feedback in den Kommentaren da. Diesen Fußballschuh findet ihr natürlich auch bei meinem Partner Sport 2000 im Online-Shop. Link natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Das soll es dann auch zum heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und